Hallo, heute sind wir im Zoo der Blumengärten Hirstetten in Wien. Wir haben hier eine peruanische Samtschrecke. Das Besondere an diesen Insekten ist, dass sie giftige Pflanzen fressen, vor allem Liguster und Flieder und auch Efeu. Und dadurch werden sie selber giftig und sind für Beutegreifer unattraktiv. Sie können auch so ein bisschen Sekret verspritzen, deswegen sollte man nicht unbedingt an denen schnuppern, kann unangenehm werden, aber sonst sind die einfach nicht gefährlich. Auch recht interessant, diese rote Flügel. Die sind zwar sehr klein und verkümmert, aber ist auch so ein Warnsignal eben als Warnfärbung eventuell für Beutegreifer. Hier haben wir eine Madagaskar-Riesenfauchschabe. Das Besondere an dieser Schabenart generell ist, dass sie einen sehr interessanten Verteidigungsmechanismus hat und fauchen kann. Das hört man zum Beispiel, wenn man da ganz gut. Dieses Geräusch entsteht nicht so wie bei uns oder bei anderen Katzen zum Beispiel über die Stimmbänder, sondern dadurch, dass die sich zusammenzieht und dadurch die Luft aus ihren Atemorganen rauspresst. Sie macht das eben zur Abwehr, aber Männchen machen es mitunter auch untereinander, wenn sie zum Beispiel um Weibchen kämpfen. Wir haben hier ein Männchen, das erkennt man einfach ganz gut an diesen beiden Höckern da vorne am Kopf. So ausgeprägt haben das nur die Männchen, die Weibchen sind da eher glatt. Ist eine sehr gemütliche Schabenart, die jetzt meistens langsam unterwegs sind. Sie können auch nicht fliegen, was sehr praktisch ist. Und sie ernähren sich wie typisch Schaben, typisch Eindler von allem. Bei uns kriegen sie hauptsächlich Obst und Gemüse und auch Katzenfutter und Haferflocken oder hin und wieder mal Fischfutter, was sie gern haben. Auf der Unterseite schauen sie so aus. Man sieht da eben die 3 Beinpaare ganz gut von den Schaben. Wie alle Insekten haben sie 6 Beine. Die haben auch so Dornen drauf. Da unten ist auch die einzige relativ verletzliche Seite von den Schaben, weil oben sind sie durch ihren Chitinpanzer sehr gut geschützt. Hier haben wir eine philippinische Gespenstschrecke. Und deren Abwehrmechanismus besteht einfach darin, dass sie sich als Ast oder als abgestorbenes Stück Holz tarnen. Die sind weder giftig, noch können sie fauchen oder sonst irgendwas machen. Die verhalten sich einfach so unauffällig wie irgendwie möglich. Man sieht es auch bei der jetzt ganz gut. Die wippt so hin und her wie ein vertrocknetes Blatt oder ein Ast im Wind. Ja, auf meiner Hand ist sie ein bisschen auffälliger als auf irgendeinem Baum. Wir haben hier ein wandelndes Blatt, unschwer zu erkennen, warum das hier ein wandelndes Blatt heißt. Es tarnt sich nämlich komplett als Blatt, sogar mit diesen leicht abgestorbenen oder angefressenen Rändern. Und dadurch ist es auch für die meisten Vögel und anderen Beutegreifer unsichtbar und so kann es sich verstecken. Bei uns fressen die hauptsächlich Brombeerblätter, hin und wieder auch Rosenblätter, sind recht unkompliziert in der Haltung. Dieses Tier ist noch nicht ausgewachsen, also das wird locker noch 3-mal so groß, wie es jetzt ist. Interessant bei denen ist auch, dass die sich parthenogenetisch vermehren. Das heißt, wir haben hier nur Weibchen und die legen unbefruchtete Eier, aus denen wieder Weibchen schlüpfen. Interessanterweise schauen die Eier aus wie Samenkörner. Ist ein Teil der Brutstrategie. Sehr oft werden die dann von Ameisen eingesammelt und in ihr Nest gebracht. Und dort können die Jungen dann in aller Ruhe schlüpfen. Besonders die australischen Gespenstschrecken haben dieses System ausgeklügelt und die Jungtiere schauen auch aus wie Ameisen. Die verlassen dann das Ameisennest und suchen sich einen Baum. Bei den australischen Gespenstschrecken ist es ein Eukalyptus und wachsen dort heran und fressen. Seit 2024 halten wir hier in den Blumengärten auch die Riesenblattschrecken. Das ist eine Insektenart aus Südostasien, eine sehr große Insektenart, wie man sehen kann. Die Tiere erinnern an Heuschrecken irgendwo von der Körperform her, sind aber grasgrün und sehr gut getarnt im Laubwerk und sind eine sehr beeindruckende Insektenart, die auch sehr viele Besucher bei uns anzieht. Man kann die Jungtiere ganz gut von den Erwachsenen unterscheiden, weil nur die Erwachsenen Flügel haben. Und auch hier kann man die Weibchen sehr gut von den Männchen unterscheiden, weil die Weibchen eine lange Legeröhre besitzen, mit der sie dann die Eier in den Boden stecken können. Die Tiere fressen bei uns hauptsächlich Brombeerlaub, aber sie mögen auch Gurken sehr gerne. Hin und wieder gibt es Rosenlaub. Das sind eigentlich recht anspruchslose Insekten, die aber spannend sind zu beobachten und ja, wie gesagt, sehr, sehr gut ankommen bei unseren Besuchern.
jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.